Und jetzt gehen wir rein in 30 Secrets in Tears of the Kingdom von T5G. Ich habe den Kanal noch nie gehört, aber es wurde mir vorgeschlagen und es sah sehr interessant aus. Und Secrets, ich atme diese Secrets. Ich brauche das alles für den Eisberg. Ich atme alles zu TotK, also rein da, okay? Oh, das habe ich leider schon gesehen, ne? Den Bre habe ich leider schon gesehen hier. Den einfach so. Ich weiß nicht, was sich Nintendo dabei gedacht hat. Ich weiß auch nicht, wo man den kriegt. Ich habe aber mitgekriegt, dass es ihn gibt. Ich habe da leider schon sehr früh nach Release, ich habe sogar schon vor Release Screenshots von gesehen. Also alles easy. Ist ja auch nur ein Kostüm, aber trotzdem WTF einfach. Secrets and Easter eggs, but one of my favorites is this love letter to Breath of the Wild fans. Ja, der antike Stoff oder der Nostalgiestoff heißt er ja. A few years have passed since the first game, with the Temple of Time now located in the sky. Why? Because of this, the original is abandoned, which is pretty sad considering we made a lot of memories here, like getting the paraglider. But what exactly happens if... Aber okay, da war jetzt nicht wirklich was drauf bezogen. Hieß der im Englischen BOTW Tempel der Zeit? Hieß der im Englischen Tempel der Zeit? Weil warum heißt es in TotK? Ich verstehe es nicht. Der hat sich 0,0 verändert. Der hat sich wirklich optisch 0 verändert. Warum heißt es jetzt zum einen Ruinen des Tempels der Zeit und zum anderen Tempel der Zeit und nicht Zitadelle der Zeit? Weil die Ruinen waren es auch schon vorher, theoretisch. Aber in BOTW hieß der ganz normal Zitadelle der Zeit und jetzt auf einmal Ruinen des Tempels der Zeit. Das ergibt zweimal einfach keinen Sinn. Und das regt mich auf. Was soll das? Was steckt dahinter? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, ey. If you go to this location in Tears of the Kingdom, well, the devs left a chest that pays tribute to the paraglider with a fitting reward nostalgic fabric. Ja, das ist so cool. Dass halt einfach genau die Stelle ist, wo man wirklich den Gleiter gekriegt hat. Das hat mich so gefreut einfach. A location affected even more as Gerudo Town. Oh, wollen wir uns das spoilern lassen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich wollen wir uns das nicht spoilern lassen. Nee, das wollen wir uns nicht spoilern lassen, tatsächlich. So. Ich skippe einfach ganz unauffällig zum dritten, okay? Map naked, the people you come across will actually notice. Horror will ask you where your clothes are and other NPCs. Ach, by the way, übrigens, warum bist du nackt, Link? Was da passiert? Will comment things like, just wearing that today? But everyone has been talking about how you still can't pet the dog in Tears of the Kingdom. Ja, ehrenlos. I mean, you definitely should be able to, but people are already finding ways to do it with machines. Warum? Junge, warum denn? Definitely hand contact being made here. We have done it. Was ein Scheiß, Digga. Was ein Scheiß. Das war in BOTW übrigens auch schon so, dass man nackt vor NPCs andere Dialoge getriggert hat. Das ist nichts Neues. Aber, Junge, dass das halt einfach geht inzwischen, ne? Not smart enough to do that? Don't worry, because the dog actually has another use. If you drop him food, he'll eat it and grow closer to you. Der Hund isst Bananen? Digga, welcher Hund isst denn Bananen, bitte? And if you do this enough times, he'll suddenly walk away. But whatever you do, make sure to follow him, because he'll lead you straight to a rare Ich wollte gerade sagen, das habe ich noch gar nicht probiert. Stimmt, das habe ich seit meinem Original-Playthrough von 2017 einfach nie wieder gemacht, dass ich Hunden was zu fressen gegeben habe, im Sinne von, yo, führ mich mal zu irgendeiner Schatztruhe. War das keine Sidequest? War das in BOTW keine einzige Sidequest? Weil sonst hätte ich es ja in meinem Modded Master Mode Projekt nochmal gemerkt irgendwie. Aber ich habe nie einem Hund irgendwas gefüttert. Der isst auch Äpfel. Okay, keine Ahnung, ey. Ich dachte sogar, das ist an Sidequests gebunden. Krass. Okay, jetzt zeigt doch nicht, was drin ist, schade. Oh Gott, ich kann auch Hyrule Castle nicht gucken. Ah! Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht spoilern lasse bei manchen Punkten, ja? One thing everyone was hoping for, it's references to older games, and Tears of the Kingdom is chock full of them. In Hatsino Village, you can buy bottles of milk, and if you ja gut, die gab's doch schon in BOTW, ne? Look closely, you'll realize the design is Lon steht da auch, ne? Da müsste Lon stehen in Hylianisch. Richtig? From Lon Ranch, a location in Ocarina of Time. Ja. War in BOTW auch schon so. When you visit the ranch in-game, there's only ruins, but luckily da ist eine Höhle, ne? Ich war noch nicht da, ich habe gerade schon den Rumi gesehen. Ich wusste auch, dass da eine Höhle ist. Und auch anscheinend ein Brunnen, soweit ich weiß, ne? Ich weiß nicht genau. Es gab Milch in BOTW. Ich sag ja, es gab auch die, es gab die auch schon in BOTW. Tables have survived, and if you go to one of these, you'll find an amazing feat. Fuck, was steht da oben nochmal? Steht da oben Stable? Das ist ja sogar, das sind ja sogar normale Schriftzeichen, ne? Das ist ja ein S, das erkennt man ja. Das ist ein T, ein A, ein B, ein L und ein E. Ja, ein umgedrehtes E. Das ist einfach, da steht ja echt Stable einfach. Sure. They actually transfer your old save file from Breath of the Wild. Ja. All the horses you owned are now here, which is way better than wasting time getting new ones. But what is Zelda? Ja, mich ärgert es immer noch so, dass es bei mir nicht der Fall ist. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Also, es könnte damit zusammenhängen, dass ich weiß nicht, ob ich BOTW überhaupt mal zurückgesetzt habe, aber ich glaube eigentlich nicht. Und ich habe auch nur diesen einen Account auf der Switch. Ich verstehe es nicht ganz, warum es bei mir nicht der Fall ist.
Egal, das ist auch nicht so schlimm. His greatest rules is that you don't mess with chickens. It's basically Ja, tradition Klassiker, at this Klassiker. point, and Tears of the Kingdom does not forget. If you attack the chickens, they'll drop eggs, but if you Manchmal. keep swinging, you'll... Aber, Fun Fact, das wissen wahrscheinlich die allermeisten nicht, aber ich habe es selbst getestet. Wenn man das in einem Brunnen versucht, geht nicht. Wenn man in einem Brunnen einen Huhn schlägt, dann spawnen keine Hühner. In einem Brunnen kannst du ein Huhn bis zum Anschlag verprügeln. Das wird nichts passieren. have to face the horde. Einfach Hühner gegen gerne. Hat's schon jemand probiert, bestimmt, oder? Ey, ich habe sogar schon gesehen. Ich habe sogar auf meiner YouTube-Startseite, wo war's denn? In der Abo-Box oder irgendwo sowas, keine Ahnung. Hat jemand Hühner gegen den Griot kämpfen lassen. Ich denke mal erfolglos, aber man hat's versucht. Now there's a secret trick that'll save your life, and it has to do with the NPCs riding carts. They usually just drive around, but if you sit on the wagon, they'll occasionally be attacked by enemies. If you kill the threat, the NPC will give you fully cooked meals every single time, and in just a couple minutes, you can get dozens of free meals. Oh, and lol. while you're messing with the new Ultra Hand mechanic, I bet you didn't know that the name is secretly a reference. Way back in the 1960s, Nintendo... Ach so, wusste man schon, ne? Habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen so, oder ich weiß nicht wirklich, was das war. Aber ich wusste, genau, die Ultrahand, das Ding war irgendein Spielzeug von Nintendo einfach in den 60er Jahren, WTF. Und es hieß Ultrahand, tatsächlich. Was ist das überhaupt? Es ist einfach so ein Greifhaken oder was so. Keine Ahnung, Nintendo, was sollte das damals? Instead of video games, and one of these was a crabber called Ultra Hand. Yeah. And that's not even the most loved ability because people are going crazy over Ascend, and it's completely changed the way we play Zelda. Ja. Ich warte erst mal ab. But what's really crazy is that it was never even meant to exist. Yeah. It was originally a debug setting the developers used while testing, but they had so much fun with it, they decided to keep it as a feature. But Nintendo... Das ist so cool einfach. Mir wurde schon geschrieben. Es ist einfach wirklich so, Deckensprung war tatsächlich nur entwickelt für die Entwickler. Oder die Entwickler haben sich das als Cheat-Tool quasi eingebaut, einfach um halt schneller zu reisen und sowas, um halt während dem Testen schneller so, zack, ja komm, lass mal kurz in die Oberfläche gehen, so. Aber dann fanden die dieses Feature so cool, dass sie einfach beschlossen haben, ja komm, lass es als richtiges Feature einführen für die Spieler. Und das finde ich so umso beeindruckender, dass es einfach funktioniert, ohne dass es mega krass ausgenutzt werden kann. Weil ganz ehrlich, bisher habe ich keine Glitches damit gefunden. Entweder es geht halt oder es geht nicht. Und entweder spart es halt Zeit oder es geht halt nicht so. Aber also nicht mal in den Tempeln, nicht mal in den fucking Tempeln, nicht mal in Schreinen kann man es irgendwie zum Cheaten benutzen. Ich finde das so faszinierend einfach. Nintendo left behind a super hidden reference that I haven't seen anyone talk about. In Hateno Village, you can go to Link's old house and find a picture of this woman on the wall. Oh lol, das ist mir gar nicht aufgefallen. War das die Blumenlady? Ich weiß, dass es die wieder gibt, ne? Aber ich habe sie noch nicht gefunden. She was Ich weiß sogar, wo sie ist. Ja, ne? Das ist BOTW. Ja, das ist BOTW. Ich weiß sogar, wo sie ist oder wo sie im BOTW war. Aber ich war an der Stelle noch nicht an der wie ist es heißt es Sonnenbank irgendwie? Hieß es Sonnenbank nicht sogar? Oder Blumenbank? Sonnenbank hat keinen Sinn. Warum sollte es Sonnenbank heißen? Keine Ahnung. actually in Breath of the Wild, and if you Ja, ja. stepped on her garden, she would go crazy. Die Ho, Alter. Die einfach tödlicher ist als Ganon. So intimidated by her that they nicknamed her Flower Blight Ganon. Ja, Flower Blight Ganon. Natürlich Classic, Alter. Blumensandbank heißt das. Ja, genau, danke. And now she's immortalized in this house forever. And while we're on the topic of Link's old house, you can also read Zelda's diary, which implies they've been living together for a few years now. Oh, ja, ich hätte es doch mal vielleicht ein bisschen ausführlicher lesen sollen. Ich habe das ja sogar gelesen, aber ich habe es ein bisschen überflogen. Dachte so, ja, okay, ist alles uninteressant. Die haben doch zusammen gelebt. Kinda sus, wenn ihr mich fragt. She spent that time building a school in the village and secretly working from a well. You can actually find this behind the house, and there's kids' drawings along with Link's blue hair tie from Breath of the Wild. Yeah. If for some reason you preferred his hairstyle in that game, this lets you revert it, but I'm not the biggest fan. Although I do recommend listening closely the next time you build something. When a fan gets activated, it'll sound like this. Richtig befriedigender Sound übrigens. Richtig, geil. Some players thought this was really familiar, so they dug deeper, and this led them to Sonic Adventure. Digga, was? Ja, okay, dann hätte ich, wenn ich das gespielt hätte, hätte ich es auch erkannt. Also, das erkennt man ja offensichtlich. There's also another secret Nintendo doesn't tell you So. about, and it involves the new Ultra Hand ability. Most of us spend forever trying to rotate things, and Ja, it can get ZL. seriously annoying, but the stress can be solved with just one button. Simply use ZL when holding something, and it'll flatten itself instantly, and I have no idea why they don't tell us stuff like this. And if you have a Link's Awakening amiibo, make sure to scan it, because you have a chance of getting this armor set. Es ist sogar nur Link's Awakening Amiibo. Nintendo, ich hasse es. Ich hasse Paywalls, wirklich. What is that? Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht einfach goofy aus. Easily one of the best masks in the game, and you could also find this in the depths if you don't have the amiibo. And one of my Oh!
Was? Because you have a chance of getting this armor set, transforming Link into the remake version. It's easily one of the best masks in the game, and you could also find this in the depths if you don't have the amiibo. And Danke, Nintendo. Danke. Das finde ich gut. Ich glaube tatsächlich, es wird kein einziges Kleidungsstück hinter einer Paywall versteckt. Also quasi, ne, halt hinter Amiibos so. Sondern nur neue Gleiter. Und ganz ehrlich, die neuen Gleiter sind mir so fucking egal. Deswegen, scheiß drauf. Komm, scheiß drauf. One of my favorite details is in Zora's domain, which has changed a ton since the last game, but one of the best parts is the main square. Before, it had a statue of Mipha as she was the Zora champion, but now it's entirely covered in sludge. Once you clean it off with a splash fruit, you'll find a new statue, and this time it's of Link and Sidon instead. Speaking of champion... Ja, und die Mipha-Statue ist dafür, glaube ich, bei der Gedenkstätte, oder? Da, wo man früher den ersten Leuen besiegt hatte auf dem Donnerhorn. Da müsste jetzt die Mipha-Statue sein, oder? Die haben die nicht weggeschmissen, so. Bin ziemlich ehrenlos, ehrlich gesagt. There are now avatars that follow you around later in the game, which is incredibly useful. But if you wear the right Divine Beast mask, they'll actually notice and put one on too. It has to be their region beast, otherwise it won't work, but that's not even the only way to relive the last game. Anyone who goes to the Shrine of Resurrection will find it completely overgrown. This is the very first location in Breath of the Wild, and now it's just a cave, but don't let that fool you. Ich finde es immer noch ein bisschen strange, dass da nichts draus gemacht wurde irgendwie. Oder halt, war schon komisch. Das war schon sehr komisch auf jeden Fall, die Stelle. Mipha gleich Müll, junge Schnauze. Was für Mipha gleich Müll? If you decide to relax in these hot springs, they'll actually heal you up for free. Das ergibt auch Sinn. Weil im Untergrund ist ja auch die Geheimquelle des Lebens, glaube ich, müsste sie heißen. Ich glaube, sie müsste Geheimquelle des Lebens heißen. Richtig? Ja. Hä? Sag mal, was gerade nötig? Du wirst wissen, was du tust, aber okay. Und die Geheimquelle des Lebens ist ja auch ein riesiges Becken im Prinzip oder ein riesiger See, ist kein See so richtig, aber ein riesiger Teich halt mit Heilungswasser voll. Und auch hier oben, das ist heilendes Wasser. Und das ist halt sehr interessant. Weil man muss überlegen, ne? Link hat in diesem Schrein quasi 100 Jahre gepennt und hat sich quasi dadurch heilen lassen und er war fast tot. Das heißt, irgendwas wurde in BOTW mit diesem Heilungswasser gemacht oder man hat quasi dieses Heilungswasser genutzt, um das irgendwie in diese Wanne zu fließen zu lassen quasi und Link hat einfach 100 Jahre in Heilungswasser gechillt. Ist schon smart, ne? Deswegen, natürlich hat er dadurch quasi überlebt und ist irgendwie am Leben geblieben. Auch wenn eigentlich hätte sterben müssen, offensichtlich. And that's just one of many tips you gotta know about, like the Choo-Choo Jelly's secret trick. It's a huge hassle to transport your builds, untether, and then activate them, but you can actually do this with a single arrow thanks to Choo-Choo Jelly. Use it as a connection point between your builds, so destroying it activates and untethers at the same time. Hä? Okay, warte mal kurz. But you can actually do this with a single arrow. Ach so, quasi, um irgendwas mitzunehmen. Ja, ich check schon. Quasi, man macht es, um irgendwas mitzunehmen, um irgendein Konstrukt, so ein schießendes Konstrukt mitzunehmen beim Pferd. Wird quasi mitgeschleppt so. Und wenn man dann drauf schießt, dann rennt das Pferd alleine weiter und das Ding wird aktiviert und trifft damit quasi das Pferd nicht. Wie smart. Wie smart einfach. Use it as a connection point between your builds, so destroying it activates and untethers at the same time. Das ist cool, das ist cool. If you have a ruby in your inventory, there's an overwhelming urge to sell it. But rubies are hard to come by, so trust me, you need to keep a hold of at least one. Fusing it with a shield will increase your body temperature as long as you wear it, and this is so useful. Oh, wow. Okay. Bei einer Waffe hätte ich es mir denken können, aber bei einem Schild auch. Das ist voll smart eigentlich. Man darf halt nur keinen Schildjump machen, weil dann wird's teuer. Dann wird's sehr teuer. At least one. Fusing it with a shield will increase your body temperature. 110 Rubine für einen Rhodonit ist eine Frechheit. Das ist eine absolute Frechheit, ja. Was hat denn BOTW, glaube ich, gebracht? Was hat denn BOTW nochmal gebracht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube 260, 280, irgendwie so. As long as you wear it, and this is so useful in the early game. And if fusing isn't your thing, there's actually a way to undo it, but it comes at a price. Ja, du verlierst halt den Edelstein, wer hätte gedacht. You need to head to Terrytown, and here you can pay an NPC to unfuse weapons. Now keep in mind they don't get repaired. Oh, was? Es geht? Wie cool, hä? So if your favorite item's blinking red, this isn't really gonna fix it. And if you've been playing since day one, you've probably heard Link humming to himself while cooking. He quietly sings classic songs like the main theme, Zelda's Lullaby, and even Lon Lon Ranch, which is super. Aber ist auch gleich geblieben, glaube ich, ne? Es müsste gleich geblieben sein. Adorable. And if you were to ask Zelda fans what the most annoying part has been, a majority of them will say the rain. Breath of the Wild always started raining at the worst possible times, and I know you guys... God bless die Klammerechsen und Klammerkröten und
Das fucking Krötengewand. Remember sliding down the mountains. But now in Tears of the Kingdom, this still happens, but you can actually stop it with the Sticky Lizard Potion. And if you were looking for a more permanent solution, make sure to do the newspaper quest, because this will give you a frog outfit that sieht überhaupt nicht nach einem Frosch aus. Ich verstehe überhaupt nicht, was das für ein Set clings ist. to wet surfaces. And while on the side of a mountain, we've all had that question at the back of our mind, should I jump and use a ton of stamina or slowly climb? Well, it turns out you should always climb because Link goes further on the same amount of stamina, it just takes a tad bit longer. Another useful tip Ja, das weiß man ja, ne? War auch im BOTW schon gleich. is a way to stop Joy-Con drift, an issue that has ruined Zelda playthroughs for years. If you're worried about Nein, das war einfach ein Skill-Issue. Das war einfach gerade ein Skill-Issue, da kann man nichts gegen sagen, ist einfach schlecht. way to stop Joy-Con drift, an issue that has ruined Zelda playthroughs for years. If you're worried about getting drift, then flicking the stick to untether things is a horrible idea. Luckily, you can ignore the controls on screen and just shake the controller instead, and it'll give you the exact Was? Oh mein Gott, das sagt mir jetzt jemand, Digga. same effect. And if you were wondering what happens when you finally talk to the construction company, it is totally worth it. Ich möchte es nicht wissen. Sorry, ich möchte es noch nicht wissen. Das darf ich noch nicht. Ich darf es noch nicht wissen. Ich darf es noch nicht This wissen. extends to your Okay, das ist die ganze Construction-Scheiß mit Dumpster und sowas. Es scheint eine größere Sache zu sein. Ich möchte es noch nicht wissen, okay? paraglider as well. In Breath of the Aber Wild, wir haben, glaube ich, nur 3 geskippt bisher, ne? Wir haben, glaube ich, nur 3 einzelne Punkte geskippt. Das ist voll in you Ordnung. were stuck with the same design, but now you can collect fabrics around the map and take them to the dye shop. Previously, this lets you change outfit colors, but it works on paragliders now, and you could even get Oh mein Gott, was? Mirror of Twilight. Junge, sieht das gut aus. Aber es ist Twilight Princess wahrscheinlich, ne? Twilight Princess Amiibo. Oh no. Ah, das sieht voll cool aus. exclusive designs through amiibos. Yeah. Some of my favorites are Mirror of Twilight that comes with Wolf Link, Lon Lon Ranch for Young Link, and the Goddess Fabric for Skyward Sword Zelda. There's also way more that you can earn, and they're on screen right now if you want to double. Oh, Moment. Pixel Glider. Ich habe die Pixel Amiibo hier. Die Pixel Amiibo hätte ich hier. Will ich das? Ja, okay, er schaut nicht mal geil aus. Ja, in Ordnung. In Ordnung. Ich will lieber die offiziellen Designs. Lieber sowas hier. Das ist cool. Collection. And while you're exploring, you might come across the Serenade to a Great Fairy side quest, which is hiding a secret reference. You have to take Maestro and Violin to the Great Fairy, and after she plays music, he makes this sound. Ist das eine Mario-Anspielung? Ist das eine Mario-Anspielung? Wahrscheinlich schon, oder? Now, some people think this is a Mario reference, but I don't know if I'm entirely convinced. But the Zelda universe Okay. Ja, bleibt wohl offen, ja. Bleibt ein offenes Rätsel. could be expanding even further thanks to the success of the Mario movie. Aonuma, the producer of Tears of the Kingdom, has said he's interested in making a Zelda movie if the fans are loud enough. And I could only imagine how insane Alter. that would be, so I'm hoping it happens. Ah, weiß ich aber nicht, ne? Weiß ich gar nicht, ob ich das so sehr feiern würde, weil ich hab den Mario-Film ja bis heute noch nicht geguckt. And those were 30 secrets in Tears of the Kingdom. It's been Sammy. Keep it here on T5G. Sehr schönes Video, sehr gut.